Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt's von mir ein Video zu zwei Telekonvertern von Olympus bzw. jetzt OM System. Ich habe die Telekonverter einfach mal ausprobieren können. OM System war da ja so nett und hat mir die einfach mal mit ein paar Objektiven und Kameras zur Verfügung gestellt, und ich wollte einfach mal testen, was da denn so qualitätsmäßig noch rauskommt, wenn man den 1,4-fach oder den Zweifach Telekonverter an die Kamera schraubt, ein passendes Objektiv davor hängt und eben mal Bilder auch auf weite Distanz macht. Sorry erstmal, falls ich ein bisschen verschwitzt aussehe. Wir haben draußen 32 Grad und auch hier im Studio ist es relativ warm geworden. Ich habe mein Bestes gegeben, aber man weiß ja nie. Zurück zu den Telekonvertern. Wie gesagt, OM System war da so nett und hat mir das Ganze zur Verfügung gestellt. Ich werde dafür aber nicht bezahlt und darf meine Meinung natürlich frei äußern. Ich konnte das jetzt die letzten Wochen ausgiebig testen und will euch da jetzt mal zusammenfassen, was da so mein Ergebnis daraus ist. Und wie gesagt, es handelt sich hierbei wirklich um einen Real-World-Test. Also ich war damit draußen, ich habe hier keine Studioaufnahmen von Testcharts oder sowas gemacht. Es geht auch relativ schlecht, weil wenn ihr hier so ein 400 mm Objektiv mit einem Zweifach-Konverter habt, das Ganze dann noch mit dem MFT-Zweifach-Crop-Faktor so gesehen, dann seid ihr da bei einer Brennweite, wo halt schon ordentlich was rauskommt, und das geht im Studio dann einfach auch nicht. Außerdem, es interessiert mich auch nicht unbedingt, ob jetzt in einem Testchart irgendwie was besonders toll aussieht, sondern für mich müssen die Bilder draußen einfach passen. Wie immer stelle ich euch die Bilder zur Verfügung. Ich habe unten in der Beschreibung einen Link auf meinen Flickr-Account. Da findet ihr alle Bilder, die ich euch jetzt hier auch zeige. Und da könnt ihr euch selbst einfach mal ein Bild davon machen, wie das Ganze so aussieht. Und wie erwähnt, ich habe hier den MC14, also einen 1,4-fach Telekonverter, und den MC20, also den Zweifach Telekonverter. Und ich habe beide mal ausgiebig probiert. Die erste Frage, wahrscheinlich wird sich der eine oder andere das fragen. Nein, man kann nicht beide Konverter miteinander kombinieren. Das geht physikalisch nicht. Da ist so ein bisschen was raussteht. Das geht beim anderen Konverter nicht rein. Ich habe es natürlich probiert, aber es funktioniert nicht. Womit ihr die Telekonverter aber kombinieren könnt, ist der interne Telekonverter hier beim 150-400 der Weißen Göttin. Da ist ja ein 1,25-fach Telekonverter verbaut und den könnt ihr aktivieren, wenn ihr dann auch den Telekonverter noch nutzt. Ich erzähle euch da nachher ein bisschen was dazu, was dabei rauskommt. Jetzt kommen wir erstmal zu den groben Sachen. Und zwar die Telekonverter an sich. Ein OM System ist ja relativ gut wettergeschützt. Also ihr habt da ein IP-Rating. Ihr könnt die Kameras bei Regen oder auch zum Teil mal unter der Dusche verwenden. Da hindert euch auch der Telekonverter nicht dran. Also beide Telekonverter sind da spritzwassergeschützt bzw. eben abgedichtet. Die könnt ihr zwischen eure Objektive und die Kamera klemmen und habt da weiterhin euren Wetterschutz. Und dann noch kurz ein paar Worte zu den Objektiven, welche ich für den Test verwendet habe. Wie gesagt, das 150-400, das ist wahrscheinlich das ziemlich beste Objektiv, gerade im Telebereich, was ihr so für die Kameras bekommen könnt. Das hat natürlich von Grund auf schon eine richtig gute Schärfe und eignet sich da natürlich sehr für den Test. Aber nicht jeder will 7.500 € für ein Objektiv ausgeben. Deswegen habe ich hier noch das 40-150 Pro 2.8, also mit 2.8 durchgehender Lichtstärke genutzt. Da kommt ihr dann auf ganz coole Werte und ist auf jeden Fall sehr viel günstiger wie jetzt hier das große weiße Objektiv. Mit dem Zweifach-Telekonverter bekommt ihr da dann einen Brennweitenbereich von 80 auf 300 mm am MFT-Sensor. Wir sind also bei 160 bis 600 mm Kleinbild-Äquivalenz. Das ist schon ganz ordentlich, und wenn ihr da schaut, das sind die Werte vom Zweifach-Konverter. Ich gehe erstmal mit dem Zweifach-Konverter hier durch die Objektive. Ihr kommt da dann auf eine Blende von 5,6 und auch das ist eigentlich noch relativ gut für das, dass ihr dann nachher 600 mm anliegen habt. Eine durchgehende Blende 5,6 ist da schon, damit kann man arbeiten. Mit dem 1,4-fach Telekonverter kommt ihr da auf eine Blende von 4 und auch das ist ziemlich ordentlich. Ihr habt da nicht ganz so die Brennweite, ihr kommt da auf 56 bis 210 mm, eben wieder am MFT, also müsst es dann mal 2 nehmen. Aber auch damit kann man schon ordentlich arbeiten. Ihr habt natürlich mit dem Zweifach Telekonverter da nochmal ein gutes Stück mehr, was ihr da nachher zur Verfügung habt. Am 150-400 sieht das Ganze da ein bisschen anders aus. Mit dem Zweifach-Telekonverter kommt ihr im normalen Brennweitenbereich, also ohne den internen Telekonverter, dann auf 800 mm.
Das ist schon ganz ordentlich. Wenn ihr dann noch den internen Telekonverter hinzufügt, dann kommt ihr da auf 1000 mm. Und 1000 mm am MFP bringen euch dann natürlich 2000 mm Kleinbildäquivalenz und das ist schon richtig ordentlich. Also da müsst ihr schon genau wissen, wo ihr hinzielt. Was sich da anbietet, ist noch der EE1 Laserpointer, Rotpunktvisier, was ihr da natürlich auch von OM Systems erwerben könnt. Das macht das Ganze ziemlich einfach. Bei 2000 mm, ihr könnt es ja mal irgendwo ausprobieren, da ist es schon ja, ein sehr kleiner Bildausschnitt am Himmel. Mit dem Zweifachkonverter und dem internen Telekonverter kommt ihr dann auf eine Blende 11. Das ist also schon ja, relativ dunkel. Da müsst ihr wirklich aufpassen, wenn ihr jetzt nicht gerade bei richtig Sonnenschein fotografiert. Bei 2000 mm, ihr braucht da ja auch eine entsprechende kurze Verschlusszeit. Da wird Blende 11 schon ja, ziemlich dunkel. Also ihr habt da dann eine relativ hohe ISO, mit der ihr da arbeitet. Ein bisschen anders sieht es aus, wenn ihr den internen Telekonverter vom Objektiv ausschaltet. Dann kommt ihr auf Blende 9. Das ist ein bisschen weniger, aber immer noch relativ hoch. Also ihr braucht da schon gut Licht. Abends, nachts oder in dunklen Bereichen müsst ihr damit eigentlich fast nicht unterwegs sein. Da kommt ihr in ISO-Bereiche, wo ihr dann schon eine richtig gute AI-Entrauschung braucht, damit ihr mit dem Bild noch sehr gut was anfangen könnt. Es ist möglich, aber ich will es natürlich gesagt haben. Mit dem 1,4-fach Telekonverter kommt ihr hier auf 700 mm. Das ist auch noch relativ ordentlich. Also da könnt ihr euch immer noch sehr viel ranholen. 1400 mm Kleinbildäquivalenz. Das Gute dabei ist die Blende. Die Blende ist hier dann nämlich bei Blende 8, wenn ihr den internen Telekonverter verwendet. Und wenn ihr den nicht verwendet, dann kommt ihr hier auf Blende 6.3. Blende 6.3, da kann man also schon auch mitarbeiten, wenn es schon ein bisschen dunkler draußen wird. Klar, die ISO wird trotzdem hochgehen, aber ich hatte da jetzt 0,0 Probleme damit. Und ich sag's mal so, Lightroom bietet euch jetzt eine relativ gute Entrauschung. Die AI-Entrauschung, die dauert zwar ein bisschen, aber die Ergebnisse sind schon richtig top. Ihr könnt da also ohne Probleme auch einen MFT-Sensor mal ja, mit einer etwas kleineren Blende und dunkleren Umgebungslichtern verwenden. Es dauert halt einfach nur ein bisschen. Das ist vielleicht nicht jedem sein ja, Ding. Ich empfehle es euch aber einfach und es bringt schon Vorteile. Das war jetzt aber einfach viel technisches Gelaber über die Brennweiten und die Blenden. Ihr könnt das Ganze ja auch online nachschauen. Wie sieht es denn jetzt wirklich mit der Bildqualität aus? Und da kommen wir jetzt dazu. Ich habe einfach mal sehr viele Situationen aufgenommen. Ich war mit dem ganzen Setup in Meran in Südtirol. Dann war ich damit noch in Belgien ein bisschen am See und ich habe es auch hier in der Umgebung ausgiebig ausprobiert und will euch da jetzt natürlich die Ergebnisse nicht vorenthalten. Wie gesagt, alle Bilder packe ich euch da auch mal unten noch in die Beschreibung auf den Flickr-Account und da könnt ihr euch das Ganze dann in voller Auflösung auch nochmal anschauen. Also fangen wir als erstes mal mit der Bildqualität und der Bildschärfe an. Und es ist klar, kein Hersteller kann da zaubern. Wenn ihr einen Telekonverter einsetzt, dann wird die Schärfe drunter leiden. Beim 1,4-fach lang nicht so wie bei einem Zweifach-Telekonverter, aber ihr merkt das auf jeden Fall. Und das ist auch hier so mit den beiden Telekonvertern. Ihr merkt da ein bisschen ja, einen Abfall von der Schärfe, aber das kann ich gleich sagen, es ist lang nicht so schlimm, wie man sich das vorstellen würde. Also gerade beim Zweifach-Telekonverter kommt da eigentlich immer noch eine Schärfe mit raus, wo ich vollkommen zufrieden mit arbeiten könnte. Vor allem, ihr habt ja sehr viel mehr Brennweite. Ihr seid also viel näher am Objekt dran. Das Motiv ist sehr nah im Bild, sehr groß im Bild. Dadurch müsst ihr natürlich auch nicht groß croppen oder sowas, digital croppen. Und ihr habt da einfach eine gute Schärfe. Sie fällt ein bisschen ab, das merkt man auch, gerade beim Zweifach-Telekonverter. Da ist nicht mehr alles so ganz rasiermesserscharf wie jetzt komplett ohne Konverter. Es ist aber in Ordnung. Mit dem 1,4-fach Telekonverter ist es so, dass man merkt zwar, dass ein bisschen die Schärfe drunter leidet, aber das ist lang nicht so schlimm wie beim Zweifach-Telekonverter, wo es ja schon nicht so schlimm ist. Also da kann man ohne Probleme mitarbeiten. Das ist beim 150-400 so und auch beim 40-150. Also da könnt ihr an beiden Objektiven mit beiden Telekonvertern sehr gut dran arbeiten. Es ist einfach so ein bisschen, wenn man natürlich die Schärfe gerade vom 150-400 komplett ohne Telekonverter-Einsatz gewohnt ist, dann wirkt das Bild am Anfang natürlich schon ein bisschen softer.
Wie gesagt, das ist auf so einem hohen Niveau, dass meiner Meinung nach das immer noch ziemlich in Ordnung ist. Es ist auch so, am 150-400 fällt das Ganze ein bisschen mehr auf wie am 40-150. Also das 40-150, da merkt man den 1,4-fach Telekonverter fast gar nicht, den Zweifach Telekonverter ein bisschen. Ihr guckt euch einfach mal die Beispielbilder an und bewertet es selber. Also meiner Meinung nach kann man da immer noch sehr gut mit der Schärfe und in dem Brennweitenbereich arbeiten. Was ihr natürlich bei dem Ganzen beachten müsst, wenn ihr zum Beispiel hier bei 2000 mm Kleinbildäquivalent seid, dann kommt ihr ja auf eine relativ große Distanz zum Motiv. Und da kann es dann auch schon eine Rolle spielen, dass ihr Hitzeflimmern oder sowas im Bild habt. Gerade jetzt bei 30 Grad, 32 Grad war das wirklich so, dass man das Flimmern in den Bildern erkannt hat und auch Dreck in der Luft. Also es ist nicht nur wirklich das Flimmern, sondern auch Dreck, Staub und so weiter. Das beeinflusst euch da das Bild schon wirklich. Und gerade in dem Beispiel hier, wo ich die Störche auf dem Feld fotografiert habe, da war es so, der Traktor ist da immer noch ein bisschen durch die Gegend gefahren, hat immer wieder Staub aufgewirbelt. Der kam dann ins Bild und der nimmt euch dann den ganzen Kontrast natürlich raus. Da habt ihr dann nicht mehr so die Bildqualität, welche ihr erwarten würdet, wenn das Motiv sehr viel näher dran ist. Wie gesagt, das müsst ihr da einfach beachten. Was ihr bei dem Brennweitenbereich, also in dem Bereich, sagen wir mal über 1000 mm oder sagen wir mal über 800 mm Kleinbildäquivalenz beachten müsst, ist natürlich auch die Verschlusszeit. Ihr solltet da eine sehr, sehr kurze Verschlusszeit wählen, weil ihr das Ganze sonst relativ schnell verwackeln könnt. Und wir haben hier Bildstabilisatoren in den Objektiven und auch in der Kamera. Es ist nur einfach so, ab einem gewissen Bereich, ab einem gewissen Wackeln können die natürlich auch keine Kunst mehr vollbringen und zaubern. Und das merkt ihr dann natürlich auch in den Bildern. Also da heißt es dann wirklich eine Viertausendstel Sekunde oder sowas. Zum Teil würde ich euch da schon empfehlen. Eine Zweitausendstel Sekunde war eigentlich immer so meine maximale, also meine maximale minimale Zeit, die ich da benutzt habe. Und da habe ich schon manchmal gemerkt, ja, es ist nicht immer mehr so ganz knackscharf, wie ich es eigentlich gern hätte. Also da müsst ihr auf jeden Fall auch aufpassen, dass ihr da von den Verschlusszeiten und natürlich dann auch im ISO-Bereich aufpasst, wo ihr da landet, weil wenn ihr eine hohe ISO habt, ist natürlich auch so, hohe ISO nimmt euch auch die Schärfe aus dem Bild und das wollt ihr natürlich so gut wie möglich vermeiden. Bei mir war es jetzt so, ich habe es mit der OM1 und der OM1 Mark II getestet und ich bin nie über ISO 6400 gegangen. Also ich habe es so gut wie möglich vermieden, in dem Bereich zu sein. Ich bin eher so zwischen 1.6 und 3.2 gewesen und da habe ich schon immer, ich sag mal, kein schlechtes Gefühl gehabt, aber mir war es immer lieber, wenn ich da noch ein bisschen weniger ISO habe, weil eben die MFT-Sensoren jetzt keine High-ISO Lowlight-Wunder sind. Und wenn wir dann so ein bisschen das Bokeh betrachten, dann sehen wir da auch ein paar kleinere Unterschiede. Jetzt ist es natürlich so, ihr kommt da irgendwann in eine Blende 11, ihr habt da zwar die Brennweite dahinter und Brennweite an einem ja relativ nahen Motiv bringt ja dann auch immer ein schönes Bokeh. Es ist aber so, wenn ihr da wirklich über große Entfernungen ein Motiv habt und das natürlich dann bei 1000 mm bzw. 2000 mit einer Blende 11 aufnehmt, dann habt ihr kein richtig cremiges Bokeh mehr. Also das wird dann schon so, dass ihr da relativ viel vom Hintergrund erkennt. Und es ist natürlich auch so, es ist so ein bisschen ein verspieltes Bokeh. Also ihr habt da so ein paar Sachen drin, die mir manchmal auch schon ein bisschen nicht so gefallen haben. Also so Verwirbelungen will ich es nicht unbedingt nennen, aber ihr habt ein unruhiges Bokeh und ich bin eher der Freund von einem cremigen Bokeh und das erreicht ihr natürlich mit den Telekonvertern auch, wenn ihr einfach näher an euer Motiv hingeht. Dann müsst ihr natürlich gucken, dass ihr euer Motiv nicht zu groß abbildet und müsst vielleicht sogar wieder ein bisschen rauszoomen. Also an den Beispielen, die ihr hier jetzt seht, das seht ihr, ihr habt auch mit dem Telekonverter ein schönes, softes Bokeh. Manchmal, ich nenne es ja gern so ein Photoshop-Bokeh, weil es eigentlich aussieht, als wäre der Hintergrund ja, ausgewechselt worden. Es geht mit den Telekonvertern auf jeden Fall auch. Ihr müsst nur einfach gucken, ihr kommt in einen Blendenbereich, wo das Ganze dann manchmal nicht mehr so toll aussieht, beziehungsweise ihr einfach kein softes Bokeh mehr bekommt. Aber das könnt ihr auch einfach mal selber ausprobieren. Ich würde sagen, ich bin damit auf jeden Fall sehr zufrieden. Also ich kann damit sehr gut arbeiten. Ich habe es mir dann immer ein bisschen so ausgewählt, dass das Bokeh halt nachher auch schön aussieht und das bekommt ihr, wie gesagt, auf jeden Fall auch hin.
Gerade natürlich beim 40-150 mit der Blende 2, welche ihr dann mit eurem Telekonverter ein bisschen auf Blende 4 oder 5, 6 hoch pusht, so gesehen. Da seid ihr immer noch relativ nah am Motiv dran und da bekommt ihr dann natürlich erst recht ein tolles Bokeh. Also gerade Blende 4 auf die Entfernung oder Blende 5, 6 auch auf die Entfernung sieht immer noch sehr schön aus. Ganz schön viel übers Bokeh geredet. Eigentlich wollt ihr ja eigentlich nur wissen, ob das jetzt wirklich toll aussieht oder nicht. Und ich denke, am besten könnt ihr das bewerten, wenn ihr euch die Beispielbilder mal anguckt, welche ich verlinkt habe. Es ist so, ich würde euch empfehlen, wenn ihr jetzt nicht unbedingt die Riesenbrennweite braucht, dann nehmt den 1,4-fach Telekonverter. Da ist es einfach so, dass der von der Bildqualität eigentlich fast keine Abstriche ergibt oder ihr nicht mit Abstrichen rechnen müsst. Die Blende verschlechtert sich nicht so arg, was am MFT-Sensor natürlich immer von Vorteil ist. Das wäre jetzt meine Wahl, gerade hier wahrscheinlich am 150-400 ist es schon ziemlich gut und ihr bekommt da ja trotzdem eine relativ große Brennweite raus. Beim 40-150 würde ich euch da vielleicht sogar eher den Zweifach-Telekonverter empfehlen, weil ihr da einfach nochmal ein gutes Stück Brennweite drauflegen könnt. Ihr kommt da dann in den Bereich, was euch große Objektive schon bieten. Und ihr habt da einfach immer noch eine Blende, die super angenehm ist. Blende 5, 6, damit kann man immer noch arbeiten. Da muss jetzt nicht strahlender Sonnenschein sein. Aber natürlich auch der 1,4-fach Telekonverter funktioniert da ohne Probleme, bietet euch eine tolle Schärfe. Ich habe da auch noch mal ein paar Beispiele von statischen Motiven, die sich wirklich nicht bewegen. Und da seht ihr einfach, eine Schärfe ist immer da. Das Ganze verfällt dann vielleicht so ein bisschen in Bewegungsunschärfe, in Verwacklungsunschärfe und so weiter oder eben in hohe ISO-Unschärfe, nenne ich es mal. Ihr habt da also eine gute Basis, mit der ihr arbeiten könnt. Ihr müsst nur einfach wissen, was ihr für euch am besten gebrauchen könnt. Also es gibt Fotohändler, zum Beispiel fotoprofi.de, mit denen arbeite ich ja immer sehr gern zusammen. Da könnt ihr das Ganze sicherlich auch mal ausprobieren oder bei Fototagen, wo dann die Hersteller wie Olympus bzw. jetzt OM Systems auch vor Ort sind. Und da könnt ihr euch ja einfach mal ein Bild selbst davon machen. Und wie gesagt, wenn ich könnte, würde ich wahrscheinlich beide Telekonverter benutzen und auch am liebsten beide Objektive immer dafür haben. Dann kann man da immer so ein bisschen rumspielen. Ihr müsst euch aber eigentlich keine Gedanken drüber machen. Wenn ihr jetzt nicht die 100% super-duper Pixel-Pieper seid, dann könnt ihr mit beiden nicht wirklich was falsch machen. Das war es jetzt eigentlich auch schon von mir. Ich wollte euch das einfach nur mal so ein bisschen rüberbringen. Ich hoffe, das konnte ich damit ein bisschen erreichen. Ich denke, die Beispielbilder werden da einfach ein bisschen mehr für sich sprechen, wie wenn ich jetzt hier sitze und die ganze Zeit nur rumlaber. Ich hoffe aber, das Video hat euch trotzdem gefallen. Und wenn es denn so war, lasst mir doch einfach ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, gerade im Bereich vielleicht jetzt OM Systems oder zu den Telekonvertern, dann könnt ihr das Ganze einfach unten in die Kommentare schreiben. Ich versuche das Ganze dann zu beantworten. Es gibt auch eine E-Mail, wo ihr hinschreiben könnt, aber Kommentare sind eigentlich ganz cool, weil da können sich die Leute immer so ein bisschen dran beteiligen. Deswegen keine Scheu, die auch zu benutzen. Wie gesagt, das war's dann jetzt von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert den Kanal und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.